Du hast Gedankenkarussell, Stress, Angst, innere Unruhe und vielleicht Einschlafprobleme. Das erzählst du deinem Arzt. Prompt reagiert er und ohne zu zögern verschreibt er dir das. Was sich später herausstellt, ist beängstigend. Es ist traurig und es ist auch kein Ruhmesblatt, dass in Deutschland sehr viele Ärzte ihren Klienten, Patienten nicht richtig zuhören. Warum sage ich das? Ganz einfach. Viele Menschen in Deutschland leiden an aufdringlichen Gedanken, negativen Gedanken, Gedankenkarussell und unendlich an Sorgen. Für viele ist es so, dass sie keinen Ausweg finden. Was machen sie dann? Sie gehen zum Arzt. Als allererstes in den meisten Fällen zum Allgemeinarzt. Der Allgemeinarzt sagt, das ist nicht mein Fachgebiet. Entweder verschreibe ich dir gleich etwas, was oft sehr verheerend ist, weil er nicht genau weiß, an was er leidet. Oder er tut ihn dann weiterhin zu einem Psychiater überweisen. Beim Psychiater stellt sich dann Folgendes heraus. Herr Doktor, mir geht es schlecht. Was haben Sie denn? Ich habe den ganzen Tag so aufdringliche Gedanken, die machen mir teilweise sogar große Angst. Der Psychiater schaut. Können Sie das unterscheiden? Sind das Ihre Gedanken oder andere? Wenn du jetzt die falsche Antwort gibst, dann hast du gleich einen Stempel. Manchmal habe ich keine Ahnung, antwortest du. Die machen mir so viel und so große Angst, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich bin, was ich tun soll, was ich machen soll. Was haben Sie da gerade gesagt? Die Alarmglocken gehen jetzt beim Psychiater auf. Und genau da fängt das Problem schon an. Diagnosen können hilfreich oder manchmal auch befreiend sein. Sie geben den Leiden einen Namen und machen es damit legitim. Sie können aber auch stigmatisieren und Betroffenen in eine bestimmte Schublade stecken. Fatal wird es, wenn man damit identifiziert wird und jede Therapie nur noch starr auf diese Diagnose fixiert wird. Also Fehldiagnosen in der Psychiatrie dürften deutlich häufiger sein als in ganz anderen Fächern. So, ich habe jetzt mal recherchiert. Halte dich mal ganz fest. David Rosenheim, Professor für Psychologie an der Stanford University, hatte sich und 7 gesunde Studenten in der psychiatrischen Klinik vorgestellt, wo sie behaupteten, Stimmen zu haben und sie zu hören. Alle 8 verhielten sich in der Klinik völlig normal und alle 8 wurden erst nach 3 bis 8 Wochen mit der Diagnose abgeklungene Schizophrenie entlassen. Die Rate der Fehldiagnosen war 100%. Und als wäre das nicht genug, haben sich 1962 der Psychiater Aaron Beck und 4 Kollegen einen Selbsttest unterzogen. Jeweils 2 der 5 Psychiater untersuchten unabhängig voneinander 153 Patienten ohne Zeitdruck. Bei jedem 5. Patienten waren die Differenzen so groß, dass einer von beiden falsch liegen musste. Die Rate der Fehldiagnosen war mindestens 20%. Könnte es jetzt sein, dass du auch betroffen bist? Passend zur Diagnose, passendes Medikament. Du schaust drauf. Was wurde mir diagnostiziert? Paranoide Schizophrenie oder Psychose. Naja, du gehst zur Apotheke und holst das Medikament ab. Um welches Medikament handelt es sich hier? Seroquel, auch bekannt als Quetiapin. Das sollst du jetzt einnehmen. Kurze Info mal kurz am Rand. Quetiapin, also Seroquel, gehört mit über 150 Millionen Dollar Umsatz zu den Blockbustern und den Medikamenten in den USA. Mich würde interessieren, wie deine Meinung dazu ist, beziehungsweise was du für Gedanken dazu hast. Schreib's mir einmal in die Kommentarbox bitte. Aber was ist das jetzt, was du überhaupt verschrieben bekommen hast? Nun, Quetiapin ist ein atypisches Antipsychotikum und es wird hauptsächlich eingesetzt bei bipolaren Störungen, also bei manischen Phasen gemischt mit Depressionen, aber auch im psychotischen Formenkreis, also Schizophrenie. Das Medikament greift bei dir in den Dopaminstoffwechsel im Gehirn ein. Da du aber solch eine Erkrankung gar nicht hast, nimmst du ein Medikament und greifst mit etwas Chemischen in deinen Gehirnstoffwechsel ein, was du eigentlich gar nicht brauchst. Als wäre das Ganze nicht schon fatal genug, weil du eine Wirkung jetzt hast, die du nicht brauchst, bekommst du auch noch zusätzlich Nebenwirkungen, die du überhaupt nicht brauchst. Dazu gibt es die gängigen Nebenwirkungen, die ich dir jetzt einmal aufzählen würde, und danach gibt es auch noch etwas, was dich ganz wegpfeifen wird. Aber vorher, Somnolenz, Schwindel, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Absetzsymptome beim Beenden der Behandlung, Erhöhung des Serum-Triglyceridspiegel, Erhöhung des Gesamtcholesterins, aber überwiegend LDL-Cholesterin, Abnahme des HDL-Cholesterins, Gewichtszunahme, oft sehr viel, verringerter Hämoglobinwert und viele, viele andere Symptome. Und jetzt kommt der Hammer. In meiner Recherche, die ich dir hier einmal einblende, habe ich von einem Fall gelesen, einer 58-jährigen Frau, die mit Quetiapin behandelt worden ist.
Sie hatte ähnliche Symptome wie vielleicht du mit kreisenden Gedanken, Einschlafprobleme und Angst. Sie bekam dieses atypische Neuroleptikum und es wurde ihr in relativ kurzer Zeit festgestellt, dass ihre Leberwerte sich so signifikant verändert, zum Negativen natürlich haben, dass sie kurz vom Leberversagen war. Sie hat außerdem noch ein Diabetes mellitus entwickelt, also Zuckerkrankheit. Die normalen Leberwerte von Gamma-GT, GBT und GOT gehen zwischen bei der Frau und dem Mann bis 50 bis 60. Ihre Werte waren dramatisch, von teilweise 1250 bis 2260. Eine Hepatitis konnte bei ihr nicht festgestellt werden, aber die Leberwerte waren so drastisch, dass sie tatsächlich kurz vor ihrem Tod war. Und die Fälle scheinen sich tatsächlich zu häufen. Einer meiner Klienten berichtete zum Beispiel, dass er auch 2 Monate Quetiapin eingenommen hat und sich anschließend Blut abnehmen lassen hat. Es waren zwar nicht ganz so dramatische Ergebnisse wie bei dieser 58-jährigen Frau, dennoch waren sie stark erhöht. Er sagte, er könne ohne dieses Medikament nicht einschlafen und er überlegt sich jetzt vielleicht Mirtazapin zu verschreiben zu lassen. Wenn dich interessiert, was Mirtazapin ist, verlinke ich dir das einmal hier auf der Endcard und ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan, Namaste.